Es geht in die Slowakei. Und mal gucken, wo es die günstigen und leicht bekleideten osteuropäischen Frauen gibt. Ne? Wir werden gleich erstmal richtig original, authentisch, tschechisch essen. Oder? Was gibt's? Sushi. Wie viel sind wir jetzt? Gipfel. Wir haben 4000er bezwungen. Und jetzt gibt's Schaschlik. Hi, ich bin Piet und ich lebe, arbeite und reise in meinem Van, der Fat Lady. Ich erkunde die Welt und verschiedene Lebensweisen auf meinem Weg. Gemeinsam lassen wir dabei kein Abenteuer aus. Komm mit und sei dabei. Ja, moin. Heute ist der große Tag. Es geht in die Slowakei. Ich bin jetzt immer noch im Raum Paderborn. Ich fahre gleich nach Sassenberg, schön 1,5 Stunden cruisen und hol den Phil ab. Und Georg, der kommt auch mit. Der ist schon losgecruised mit seinem T5. Den müssen wir nur unterwegs irgendwo finden. Die Route soll über Tschechien gehen und da verbringen wir auch unsere erste Nacht. Ich freue mich gerade mega darauf. Das wird richtig geil. Rechts abbiegen. Moin! Moin, mein Junge. Bist du fertig? Also ich kann nicht Zähne putzen. Nee, ich bin nicht fertig. Oh, das sieht man, dass du keine Zähne geputzt hast. Du. Ja, dachte ich mir nicht lächeln schon. Alles klar? Sehr gut. Moin, mein Junge. Auf geht's. Bereit? So gut wie. Wir müssen noch ein bisschen optimieren, was packen und gucken, was wir noch mitnehmen. Wir brauchen natürlich auch vielleicht ein paar kleine, schöne Annehmlichkeiten für die Reise. Ich hätte jetzt fast was Versautes gesagt, aber... Das gibt's auch. Nehmen mal, hallo. Georgie, du bist on YouTube. Erzähl uns was. Georgie, du bist on YouTube. Click on the link below. Subscribe. Der ist in Leipzig. Der hat schon Vorsprung. Das müssen wir heute aufholen. Ja, Fahren wir 100. schafft er nicht. Natürlich fahren wir 100. Wieso? Wie viel fahren wir denn? 90. 90? Alles klar, wir sind nächste Woche Donnerstag da. Okay, wir haben eine Mission. Ich fühle mich wie bei Big Brother, Alter. Du musst das. Einkaufen und tanken. Ja. Und dann Bag voll machen, wie man auch Bark voll machen. Russisch-Deutsch sagt. Genau. Richtig? Arascho. Und dann müssen wir George ein. Ja, der ist in Leipzig. Das heißt, wir fahren heute Richtung Tschechien. Werden irgendwo hinter der Grenze übernachten. Und mal gucken, wo es die günstigen und leicht bekleideten osteuropäischen Frauen gibt. Ne? Ja, nur deswegen fahren wir. Nur deswegen. Okay, let's go! Also, Billy und mich hat der kleine Hunger bekommen. Oh, richtig gut. Wir haben uns immer was bei KFC gegönnt. Ja. Rechts abbiegen und dann links abbiegen. Oh, das Navi läuft noch. Weil Georg ist ja noch nicht da, der kann nichts für uns kochen, deswegen müssen wir irgendwie die Zeit überbrücken, weil sonst sterben wir. Also ich sitze hier schön, genieße mein Feierabendbier, beziehungsweise sitzen noch ein paar E-Mails. Und die Jungs, Jo, wir haben es gleich geschafft. 7 Stunden Fahrt, wir sind dafür in Prag, in Tschechien und... Хорошо. Und dann können wir gleich den Georg begrüßen. Der wartet auf uns, der hat ein 5-Gänge-Menü gekocht. Ich hoffe. Ja, wenn nicht, Zumindest erwarten wir das. ja, das erwarten wir. Also, Wenn nicht, dann fahren wir gleich weiter. Ja, Ist das denn da? das Mindeste. Georg, ich höre, wenn du uns enttäuscht, ne? Na schön, wenn es nicht sein eigenes ist, ne? Was jetzt? Wir explodieren. Explodieren? Ja, hockt er schon. Ich hoffe, er ist Pivo kalt. Ist das hier Homeoffice 2.0 oder was? Jo! das sind ja die Patzer, ne? Ich hoffe, Pivo ist kalt, mein Junge. Was? Ich hoffe, Pivo ist kalt. Ja, das ist Ja, du es. vor einer Stunde kalt. Sehr gut. Ich hoffe, das ist auch ein bisschen kalt. Georgie, Na? hast du uns ein 5-Gänge-Menü gekocht? Jetzt noch nicht. Warum nicht? Ich habe keine Küche. Ja, mal mitgebracht. Ja? Schön, dich zu sehen, mein Junge. Jo, das geht mir auch so. Na, gefällt dir das dicke Biest hier? Ist nice, ne? Hä? Ist nice, ne? Der Urlaub kann beginnen. So, jetzt gibt's Hausführung Hast du denn jetzt irgendwas ausgemacht? von Georg. Der hat hier so ein schönes Dachzelt. Von Magura. Nein, das ist von James Varou. Ah, James Varou, okay. Soll ich hier mal Ja, halt mal rein das Ding.
Schön geräumig. Auf Ist das weich? Ist das gemütlich? ja. Auf 2,20 Meter mal 1,60. Und so bekommt die Fat Lady endlich mal Gesellschaft. Sehen die beiden nicht süß aus nebeneinander? Willi, deine erste Nacht im Van. Warte, das ist ganz so gemütlich. Richtig gut. Okay, mal gucken, was du morgen früh sagst. Ja. Das werden wir sehen. Gute Nacht. Na. Willi, Oh. wie war die erste Nacht? Oh, bis 5 Uhr, scheiße. Dann muss ich meine Boxershorts ausziehen. Gut, dass ihr zusammen Und als ich dann meine Boxershorts ausgezogen hatte, muss ich sagen, ging es echt gut. Ja, das freut mich. Ja. Ey, wir haben hier so eine geile Musik. Ich glaube, man hört's, ne? Die hat uns heute Morgen schon um 8 geweckt. Hat ein bisschen was Sozialistisches, finde ich. Fat Lady serviert Malinkuh Lady. Wir haben uns hier so geile Funkgeräte besorgt. Beziehungsweise ich hatte die noch rumliegen. Oldschool-Technik. Aber funktioniert. Ja, mal gucken, auf welche Entfernung, ich weiß es nicht. Ja, dann lass mal los. Dabei. Okay. Dabei. Was ist denn am Kassen? Na toll, jetzt ist es auf Video. Ah, toll. Sowas tue ich nicht, Georg. Okay, los geht's. Wir fahren jetzt Richtung Slowakei und machen einen kleinen Stopp in Brünn. Das ist eine Stadt in Tschechien, ne? Ja, super fein. Georg sagt, die ist wunderhübsch. Ist mir hübsch. Wir lassen uns mal überraschen. Schön ist das. So, Piotr, wo sind wir? In Brünn, oder wie die Tschechen schreiben, Bruno. Wir schreiben Bruno. Ja. Da hat sich ein Vokal im Wort verirrt. BRN und dann auf einmal das O. Wir haben bestes Wetter, wir haben Königswetter. Wir werden gleich erstmal richtig original, authentisch, tschechisch essen. Oder? Was gibt's? Sushi. Sushi! Es gibt Sushi! Tschechische Sushi. Wir müssen hier rechts, Pete. Piotr, wir müssen rechts. Links, Mann. Piotr Tschotschakoi. Links. Das hat alles positive Seiten auch hier. Denn ich lerne sehr viel Russisch und kann das natürlich auch richtig korrekt anwenden hier bei der Fahrt. Das Sushi-Restaurant war für alle positiv überraschend. So ein hochklassiges Restaurant hatten wir gar nicht erwartet. Alles war auf den Punkt. Ambiente, Service und Sushi 1A. Alter, ist das geil mit dem Gold da oben drauf? Ja. Das ist nicht dekadent. Das ist Vanlife. Oh, warte, ich hab einen guten Song. Für die Nacht haben wir uns diesen schönen Spot kurz vor der slowakischen Grenze gesucht. Georgi, Ja. was bereitest du uns heute? Wir haben heute ein Curry-ähnliches Gericht. Schön Veggie heute, weil wir keinen Fisch mehr von den Englern hier abziehen konnten. So, es geht weiter Richtung Slowakei. Wir haben hier übernachtet, war nice. Jetzt geht's weiter. Night has taken you again, my dear, and you know that I'm gonna be the one who'll be there. We need someone.
Yo, yo, ich bin hier gerade am Arbeiten. Während der Fahrt. Und der Philly fährt. Yes! Das ist schon geil, ein Fahrrad zu haben. Ja, und ich mache gerade die Untertitel für den nächsten Vlog. Yo, yo, wir haben eine ongoing situation. Eine was? Eine ongoing situation? Ja. Ja. Wie geht? Also die Situation geht weiter. Ja, genau. Okay. Ey, das sind englische Fachbegriffe, nur weil Ach du so. die nicht kennst. Ja, okay, sorry, ich habe nicht so gut Englisch gehört. Ja. Also nach kurzer, intensiver Beratung. Also wir wollen ja eigentlich morgen früh loswandern auf unsere 3-Tages-Wanderung. Leider sind genau auf diesen 3 Tagen einfach mal richtig Kackwetter, so mit viel Regen und eventuell Gewitter. Gut, kannst du das? Hast du schon mal geübt? Ja. Ähm, Hast du dir abgeguckt, ne? ja. Nee, also ich mache mir nur Sorgen um Phil, deswegen gehen wir halt nicht los. Deswegen machen wir heute eine kleine Wanderung, so von 4,5 Stunden. Da irgendwo hoch. Und wir versuchen die andere Wanderung mal um 2 Tage zu verschieben, weil dann ist wieder gutes Wetter. Georg, erzähl mal, wo sind wir? Ich habe gar keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das Hey, hör mal. Wir sind auf dem Höhepunkt unserer Wanderung. Ach so. Und gleich geht's nur noch berg runter. Meinst du das jetzt metaphorisch? Ja. Okay. Ja, ab jetzt ist richtig Kacklaune. Der schmeckt echt besser hier oben. Wir haben eine kleine Brotzeit mit Salami und Käse und Brot und Baguette. Wo tut das gut? Jungs, was sagt ihr zu dem Ausblick? Oh. Wir sind auf dem letzten Kilometer. Ihr fragt euch vielleicht, warum ich rückwärts laufe. Man könnte meinen, damit ich die Jungs im Bild habe. Nein, ich habe einfach Knieprobleme und kann nicht mehr vorwärts den Berg runterlaufen. Rückwärts geht's. Yo, yo, moin. Wir haben uns nach der Wanderung gestern einen schönen Stellplatz gesucht. Am See, was sich heute Morgen als Tümpel herausgestellt hat, weil der See ist noch ein bisschen weiter weg. Deswegen haben wir da auch nicht gebadet, sondern eine Notdusche genommen. Wie war die Jungs? Wie war die Notdusche? Kalt. Und Georgie, was kochst du uns heute? Jetzt Oatmeal. Oatmeal.
Oatmeal. So Jungs, Ja, was ist hier Phase? Regen. erzähl mal. Regen. Also wir machen hier Fettburger. Vielleicht gibt es das Endergebnis. Ja, Und wir wollten eigentlich eine Burg besichtigen, aber es sieht halt so aus. Warte, vielleicht sieht man noch die Burg. Da ist sie. Es gibt frische Guacamole. Da Veggie Patties. Geröstete Zwiebeln. Nicht nur Veggies, das ist Legion. Alter, Nee, Ei ist drin. Alles drin. Chefkoch Georg ist wieder am Werk. Oh, guck mal hier. Schau mal. Hat eine Farbe. Das ist ein schöner Bräunungsgrad von diesem Veggie. Ja. Von diesem unnatürlichen Veggie. Riecht aber echt ganz gut. Das Kurkuma kommt gleich raus, ne? Ja, delicious. Boah, ich kann das nicht ohne Zwiebel essen. Ey, guck dir das an. Mal gucken, was du dazu sagst, Philly. Oh, das wird richtig gut, glaube ich. Boah, guck dir das mal an. Komm, beiß mal rein. Ja. Boah, richtig gut, Mann. Als es aufgehört hat zu regnen, habe ich noch ein paar schnelle Drohnenshots gemacht, bevor es weiterging. Die Burg Spišský hrad ist die zweitgrößte Burganlage in Mitteleuropa und ist im 12. Jahrhundert entstanden. Die Burg ist ein UNESCO-Weltkulturerbe und diente schon als Kulisse für so einige Märchen- und Fantasyfilme. Wir sind angekommen in Kosice, eine kleine Stadt in der Slowakei. Und wir wissen eigentlich gar nicht, was wir suchen. Doch, wir haben gute Bäcker gesucht, ne? Gesucht und gefunden. Wir sind dem Regen entflohen. Und schauen wir mal, was uns hier erwartet. Kosice oder auf Deutsch Kaschau ist mit ca. 240.000 Einwohnern nach Bratislava die zweitgrößte Stadt der Slowakei. Die Stadt gibt es seit dem 7. Jahrhundert und seitdem gab es sehr viele Auseinandersetzungen, Streitereien und Kriege um die Stadt. Der Elisabeth-Dom ist die größte Kirche der Slowakei und sieht wirklich beeindruckend aus. Was habt ihr da, Jungs? Hä? Boah, guck dir mal die Cheese an. So hätte ich mir die vorgestellt bei uns. Der wievielte Burger ist das heute? Erste. Das ist gelogen. Jungs, wo gehen wir gerade hin? Wir gehen ins Casino, mein Junge. Wir wollen Van-Kasse ein bisschen aufmöbeln. So, die nächsten 2 Jahre finanzieren. Ach, die Gewinne gehen alle bei mir drauf? Eine. Ich sag mal so, wenn ich heute mehr als verdopple, kriegst du Fuffi ab. Okay, bei mir ist noch das gleiche. Dann schmeiß ich dir Wenn wir beide- wenn wir in deine beide- Büchse rein. Weil ein Fuffi abgeben, habt ihr wieder 3 Monate mehr Vanlife. Ja? Mindestens.
Nachdem wir den 5-Euro-Gutschein am Automaten verzockt haben, haben wir ca. 5 Stunden mit Pokern verbracht. Es gab ein Pokerturnier, was leider keiner von uns dreien gewonnen hat. Okay, der George schneidet den Ast ab, damit wir hier parken können. Unser Homespot, unser Nightspot for today. Wir haben einen mega geilen Spot gefunden. Direkt am See quasi, Zugang. Nur die Zufahrt ist ein bisschen sportlich. Ja, ich sehe den. Noch ein bisschen nach da. Ja, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Jetzt gerade. Nein. Nein, alles gut. Action pur. Es sieht auf der Kamera wie so oft sehr unspektakulär aus, aber glaubt mir, wenn man drin sitzt und fährt, ist das was ganz anderes. Das ist unsere Wasserzugangsstelle. Regnet's? Regnet. Ja. Guck mal. Zack, zack. Und dann hier ab die Luzi, Batz. Also wir haben beschlossen, dass wir jetzt hier bleiben. Nur irgendwann müssen wir morgen oder übermorgen da wieder hoch und da raus. Das wird eine spannende Geschichte, glaube ich. Aber sollte zu machen sein. So, der Georgie zaubert uns hier eine Marinade für den Schaschlik, den wir heute Abend auf dem Feuer grillen. Zweite Mal ein bisschen mit. Was habt ihr da Schönes, Jungs? Ex oder Arschloch. Slivovitz. Wir haben hier ein Herrengedeck. Aber weißt du, man bestellt normalerweise einen, weißt du, so ein... Ey, das ist 0,05 Slivovitz, das ist 52%. Pass auf, man bestellt normalerweise so ein 0,2, ja? Die machen erstmal hier einen doppelten rein. Ey, wenn ich den jetzt trinke, ne, dann habe ich richtig einsitzen, das kann ich dir Ja, sagen. ist so gut. Cheers. Auf die Ex oder Arschloch. Auf die Freundschaft. Ich liebe dich, Phil. Aber alles gut. Ne? Nee. Alles gut. Was wohin? Ich gebe dir einen Fünfer. Ja, wir stehen hier schon wieder den nächsten Gipfel. Und Georg, der lügt uns wie immer an. Der sagt immer, jetzt noch 100 Meter, jetzt noch 100 Meter. Wir haben den Gipfel erreicht. Noch nicht? Noch ein kleines Stück. Aber man sieht schon ein bisschen was. Piet, wo sind wir jetzt? Gipfel, wir haben einen 4000er bezwungen. Ja, den gibt es in Slowenien. Also gefühlt. Aha. Also du meinst nicht, dass wir erst auf 780 Meter sind? Das kann nicht sein. Phil, wie fühlt sich das für dich an? Du, wie ein ganz normaler Treppenlauf bei mir, in der ersten Etage. Also einfach. Ganz normales Rocky Balboa Aufwärmtraining. Ja, ist so, ne?
Jetzt ist es endlich soweit. Nach der guten Wanderung, die uns alle fix und foxy gemacht hat, haben wir Brennholz geholt, Wasser aufgetankt. Feuer angemacht haben wir auch. Und jetzt gibt's Schaschlik. Was ist das hier für eine schwarze Gestalt? Hallo. Willst du unser Schaschlik klauen? Ich glaube euer Schaschlik. Und das alles für mich allein. Oh Mein Gott, Schatz. das sieht so unglaublich gut aus. Nein. Gerade nicht. Ich glaube, Georg hat sich wieder selbst übertroffen, oder Phil? Ich weiß nicht, ob es noch möglich ist. Jedes Mal denke ich, es geht nicht besser und dann kommt sowas. Das ist doch nicht normal. Auf dem Teller liegt nur ein Stück Fleisch, Reis und Kartoffeln. Sieht aus wie Fleisch. Die Marinaden sind der absolute Oberburner. Sowas habe ich selten gegessen. Es ist so zart, ne? Es ist einfach unglaublich. Unglaublich. Und genau so sieht ein perfekter Vanlife-Abend aus. Is this the breakfast you like? Yes, I like any breakfast from you. Georgie, was ist da los? Ist uns das Essen ausgegangen? Ja. Wir wollten heute Fisch auf die Speisekarte. Was möchtest du denn gerne? Zander, wenn es hier sowas gibt. Ich glaube aber schon. Hier hüpfen überall die ganzen Fische rum und die sagen uns, wir wollen gegessen werden. Deswegen dachten wir, wir werfen mal die Angel aus. Guck mal, wie die Enten darüber fliegen, wie geil das aussieht. Hammer, ne? Ja. Im perfekten Synchronflug. Also die Hängematte haben wir alle exzessiv genutzt. Manchmal zu zweit, manchmal zu dritt. Leider konnten wir in dem See nicht baden. Ein paar Tage vor unserer Ankunft übernahm eine grüne Alge die Herrschaft im See. Der Koch im nahegelegenen Restaurant meinte, dass er sowas in 30 Jahren noch nicht gesehen hat. Jo, nach einer knappen Woche verlassen mich George und Phil. Wenn sie den Berg da hinten hochkommen, wenn nicht, dann bleiben sie da. Sowas tue ich nicht. Im zweiten Versuch hat es dann geklappt. Ich war nur zu doof, um auf Aufnehmen zu drücken. Jungens, geil, dass ihr dabei wart. Sie sind weg und ich bin wieder allein. Jetzt geht das Vanlife wieder alleine weiter.